Umgekippter Schwertransport in Sögel. Oh. Endlich ist der Schwertransport Was ist das? Ist das so ein riesiges Silo? Ich glaube, das ist so ein Silo oder so, ne? unterwegs. 2 riesige Gastanks reisen durchs regnerische Emsland. Begeisterte Menschen säumen die Straßen. Schließlich mussten sie so lange auf dieses Großereignis warten. Damit der Transport hier langrollen kann, Bitte lass es kein Gas sein. Nevermind. Ja, gut. griff man bereits im vergangenen Jahr zu einer genialen botanischen Maßnahme. Diese Bäume wurden, halbiert. Das Volk jubelte. Ich finde, es sieht total beschissen aus. Das ist wirklich eine Verschandlung der... Hätte es da keine andere Lösung gegeben? Irgendwie so die Äste wegbinden oder so? Ja, wahrscheinlich auch viel Arbeit gewesen. Aber die Bäume halbieren ist schon wild. Das ist schon wild. Straße. Ein Wort, unmöglich. Unmöglich ist im Emsland gar nichts. Deshalb Das arme Stadtbild. Ja, aber... Oh Mann. wurde der Ablauf des Schwertransports über Monate akribisch geplant. Mit modernstem Hightech-Schnickschnack. Im Vorfeld des Transportes hat die Firma eine Streckenüberprüfung mit einem 3D-Scan vorgenommen, um zu prüfen, ob das Lichtraumprofil ausreichend ist. Lichtraumprofil reicht aus, erstmal Mittag. Nach dieser intensiven Lass mich raten, die sind da nicht mal dran lang gefahren. Kann gut sein. Schau mal einfach mal. Die Bäume sind das wirkliche Problem. Planung kann nichts mehr schiefgehen, sieht auch die holländische Transportfirma so. Man kann sehr gut manövrieren mit den Anhängern, dann auch eine Engstelle, das geht immer. Geht immer. Boah, ich liebe so holländischen Akzent. Das ist lustig. Ich lieb's. Das macht mich direkt glücklich irgendwie. Checkt ihr, was ich meine? Es ist irgendwie so, es fühlt sich so, ich weiß nicht, so glücklich macht mich das irgendwie. Fast immer. Ups, 240 Tonnen ab auf den Acker. Sowas kann doch mal passieren. Und den Behörden waren da sicher die Hände gebunden. Ja, Schließlich kann der Schwertransport ausnahmslos auf dieser einen Route fahren. Oder? Ob man nochmal von vorne beginnen muss, was die Routenauswahl, die Streckenauswahl angeht. Das alles werden wir heute und in den nächsten Tagen mit den beteiligten Behörden besprechen. Aber super, dass die Bäume schon mal kahl geschoren wurden. Einige werden die Geschichte gar nicht erst überleben. Hat sich doch alles gelohnt. Und der Gastank ist echt ein toller Treffpunkt für die Anwohner. Das ist schon enorm. Man kann sich das so auf den Bildern, die man vorher gesehen hat, gar nicht vorstellen, wie riesig das eigentlich ist, ne? Es wird jetzt so drin. Ey, Ulrike, lass mal den Gastank anschauen gehen, der da drüben im Feld liegt. Ja, ich komm vorbei. Bring den Selfie-Stick mit. Und richtig riesig wird's erst noch. Um den Gastank zu bergen, kommen 4 Schwerlastkräne. Wenn die umkippen, kommen für jeden umgekippten Schwerlastkran auch 4 Schwerlastkräne, also 16 Schwerlastkräne. Und sollten diese dann umkippen, kommen insgesamt... Okay, das reicht. Ja, schauen wir mal, was passiert, ne? Uiuiui. Uiuiui. Einmal draufklettern. Ulrike, kannst du mal ein Foto machen? Ich stehe hier drauf, ich mach mal Peace. Realer Irrsinn. Münchner Autohandel nach 40 Jahren illegal. In München steht ein Autohaus, und zwar das Autohaus Kurt in Perlach. Ein Geschäft mit Tradition. An dieser Stelle gibt es seit circa 40 Jahren den Autohandel schon. Ja, und jetzt nach nur 40 Jahren hat der Autohändler Post bekommen von der Lokalbaukommission der Stadt. Also bei einer Überprüfung haben wir festgestellt, dass auf dem oben genannten Anwesen ein Autohandel betrieben wird. Das stimmt, vollkommen. Das kann man ja auch, glaube ich, ein bisschen sehen hier. Moment, Autos? Noch mehr Autos? Macht Alle Sinn, zum ja. Verkauf? Das muss ein Autohandel sein. Und nun? Wir sollen hier eigentlich diesen Platz räumen, weil wir einfach zu laut sind. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Straße daneben lauter ist als der Autohandel. 40 Jahre. Ja, nach 40 Jahren vor allem. Hä? Das ist die Begründung von der Stadt.
40 Jahre lang hat es aber keinen gestört. Jetzt auf einmal stört es irgendwelche Leute. Denn der Autohandel liegt in einem Wohngebiet. Das kann man den Nachbarn doch nicht antun. Die machen keinen Lärm, gar nichts. Also, das stören überhaupt nicht. Ja, das mag ja sein, aber in der Baunutzungsverordnung... Ja, eben, vor allem, wenn da wirklich steht, dass sie zu laut sind. Also mit was machen die denn Lautstärke? Ich meine, die machen manchmal ein Auto an und wieder aus, aber da wird ja jetzt nichts... Also es ist ja ein Autohandel, oder? Bei einem Autohandel werden ja Autos jetzt nicht repariert. Das ist ja keine Werkstatt, right? Die verkaufen doch nur. Steht, nur nicht störendes Gewerbe ist im Wohngebiet erlaubt. Nur weil die Stadt den Autohandel 40 Jahre übersehen hat, kann nicht sein, was nicht sein darf. Denn er stört nun mal erheblich. Bei einem Autoverkaufsplatz ist stets von typischen Störungen durch Lärmemissionen des motorisierten Kundenverkehrs, durch ständiges Öffnen, Schließen und Zuschlagen von Türen, Wohnraum und Kofferraumdecken auszugehen. Eben, dieses ständige Auf und Zu. Die machen ja auch den ganzen Tag lang nichts anderes. Nicht zum Aushalten. Also ich bin mir zu 1.000.000% sicher, dass die Straße daneben lauter ist, als die auf dem Platz, die die Türen auf und zu machen. So 100%, oder nicht? Der Autolärm ist viel lauter als wie der Autohandel. Autolärm? Ach so, das Autohaus liegt direkt an dieser vierspurigen Ausfallstraße. Die Stadt meint, dass wir mit dem Autohandel zu laut sind. Ich frage mich, ob dieser Verkehr nicht lauter ist als der Autohandel, den wir betreiben. Ein Autohandel im Wohngebiet, das geht nun mal nicht. Da könnte man ja gleich daneben auch noch eine Tankstelle aufmachen. Was für uns eigentlich absurde oder makabre ist, diese Tankstelle, die Betreiber wollten die Tankstelle vergrößern und haben dafür auch eine Genehmigung von der Stadt bekommen für eine Waschstraße. So eine Waschstraße ist nun mal viel leiser. Oder haben Sie beim Waschen schon mal Türen auf und zugeschlagen? Das lässt sich zum Glück ja schnell messen bei einem Einspruch. Ja, ich check. Also das kann nicht sein. Da muss irgendjemand was dagegen haben oder so. Da ist irgendjemand, der sagt, euch mag ich nicht, ich will, dass ihr hier weggeht. Hat bestimmt mal jemand einen Korb bekommen. Ja, oder kein Auto, ey! Oder sein Auto nicht mit Rabatt, ja. Realer Irrsinn. Streit um Feinstaubplakette in Leipzig. Hagen Kunze hat ein grünes Herz. Er fährt ein schadstoffarmes Elektroauto. Ganz umweltfreundlich. Damit er auch in die Leipziger Innenstadt fahren darf. Dort gibt es nämlich eine Umweltzone. Aber sein Elektroauto ist dem Ordnungsamt nicht schadstoffarm genug. Ich habe hier an dem Freitag am 17. März geparkt, das Auto angeschlossen an die Ladestation, dann bin ich in die Könnte ja explodieren. Oper gegangen und als ich ein paar Stunden später zurückkam, hatte ich eigenartigerweise ein Knöllchen dran und wusste in dem Moment überhaupt nicht, wofür das Knöllchen sein soll. Na, ganz einfach, Herr Kunze. Sie hatten keine Feinstaubplakette. Sie nahmen trotz eines Verkehrsverbots zur Vermietung... Am besten ist auch noch, wenn er noch gleichzeitig so am Elektroladen ist. Tja, was soll man machen, ne? Oh Mann. Verhinderung schädlicher Luftverunreinigungen mit einem Kraftfahrzeug am Verkehr teil. Tja, und das kostet. Es gibt im Bußgeld-Tatbestandskatalog bundesweit dafür auch einen Regeltatbestand. Das ist die Ergänzung dann aus dieser Pflichtverletzung heraus, der in der Regel mit 80 € zu ahnden ist. Ich fand das verwunderlich, weil mein Auto emissionsfrei ist, das hat 0 Schadstoffausstoß. Stimmt, hat ja auch keinen Auspuff. Aber das kann man ja schnell mal übersehen. Genauso wie das eingestöpselte Kabel oder das Er war wirklich am Laden. Das ist ja so geil. E auf dem Kennzeichen, was nur Elektroautos haben. Es muss zwingend diese Umweltplakette, Strich, grün, 4, hier noch an. Man muss diese komische Plakette wahrscheinlich... Ja, man muss die safe drauf machen. Ich check schon trotzdem Goofy. Das ist extra ein Elektroauto dann... Scheiße. Angebracht werden, dies anzubringen. Und wer halt diese Umweltplakette nicht besitzt, aus unterschiedlichen Gründen, muss damit rechnen, dass dann ein Knöllchen am Fahrzeug sich befinden kann. Aber nicht mit Hagen Kunze. Dagegen hat er Widerspruch eingelegt. Mit Erfolg. Die 80 € Bußgeld muss er nicht mehr zahlen. Nun ist es eine Ordnungswidrigkeit.
Der Regelsatz wird von 80 Euro auf 25 Euro I mean, besser, I guess. Weil dann bezahlt er jetzt eigentlich nur noch dafür, dass er die Plakette nicht mehr gehabt hat, oder? gemindert. Auch Elektrofahrzeuge benötigen die grüne Umweltplakette. 25 Euro wäre das Geld für ein Essen oder ein gutes Buch. Eigentlich habe ich ja nichts falsch gemacht, aber ich habe Wie viel kostet die Plakette? Muss man die kaufen? Oder kriegt man die einfach? mir die Plakette trotzdem geholt, um mir weiteren Ärger zu sparen. Ach, Herr Kunze, das hätten Sie doch nicht tun müssen. Kommen Sie das nächste Mal doch einfach mit einem stinkenden, qualmenden Oldtimer in die Innenstadt. Die müssen nämlich überhaupt keine Feinstaubplatten. Wie, was? Oldtimer. Kommen Sie das nächste Mal doch einfach mit einem stinkenden, qualmenden Oldtimer in die Innenstadt. Die müssen nämlich überhaupt keine Feinstaubplakette haben. Hä? Okay, jetzt macht gar keinen Sinn mehr. Davor hätte ich es ja noch verstanden, wenn man sagt, ja, der hätte halt trotzdem eine Plakette gebraucht, bla bla bla. Okay. Aber Bro? Wie? Wie, die dürfen da rumfahren, hä? Und wie, die brauchen keine Plakette, hä? Das ist ja so lost.